Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal. Ich bin Markus von Castle Media, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu einem weiteren Baustellen-Update. Ihr habt es im Titel oder im Titelbild schon gesehen, es ist der Dachstuhl schon fast fertig. Heute bekommt ihr in einem großen, aber sehr umfangreichen Baustellen-Update den jetzigen Stand der Dinge zu sehen. Von hier könnt ihr schon die Sonnleiten-Residenz in seiner jetzigen Form sehen. Zum einen beim Giebel auf der Nordwestseite sind beide Span an der Außenseite sowohl hier als auch drüben positioniert worden. Und ihr seht es vielleicht hier im Hintergrund, das ist er. Das ist er, der Eingang der Sonnleiten-Residenz, wie er dann auch zukünftig werden wird. Am besten machen wir das so zweidimensional, direkt vom Eingang. Also jetzt sind wir zentral davor, ein bisschen weiter zurück. Vielleicht schaffst du es, dass das ganze Haus drauf ist. Geht sich das aus? Geht es sich aus? Ja. Ist drauf? Ja. Sehr cool. Dann seht ihr hier wirklich, da ist der Anfang, da ist das Ende. Und hier ungefähr mittig, es ist nicht komplett mittig, aber da ist so quasi das Zentrum und der Eingangsbereich von der Sonnleiten-Residenz. Ihr vis-à-vis steht jetzt eigentlich so bisschen am Ende vom Abstellraum, kann ich ehrlich sagen. Also hier neben einem Mannschaftscontainer. Und das ist die Überdachung vom Haupteingang. Ihr könnt es sehen, wirklich brutal, wie das hier gemacht worden ist. Richtig schön. Hier drüber mit den Lärchenbrettern, mit der Lärchenschalung. Blenden wir euch vielleicht einfach Detailaufnahmen wieder ein. Einfach nur sensationell. Ist ja alles in der Halle quasi abgebunden worden, perfektioniert, dass es schnell montiert werden kann. Und genau das ist am Ende des Tages dann auch passiert. Also es ist ein richtiges Schmuckstück geworden. Und auch hier kommt da oben beim Giebel oder beim kleinen First, da kommt nochmal eine Verzierung rein. Und ihr seht hier jeweils die Pfetten, wenn man sie so nennen darf, halt für dieses Element. Da kommen die Hängbretter dann noch drauf. Also es schaut jetzt schon echt lieblich aus, sage ich mal. Und da kommen die Hängbretter nochmal drauf. Ihr seht auch hier wieder, wie das letzte Mal angeschnitten, den Ausschnitt vom Span mit dieser Rundung da drauf, also mit dieser Hohlkelle, natürlich auch hier wieder durchgezogen. Richtig, richtig fein. Das Dach ist jetzt auch wieder abgedeckt worden mit so einer Siloplane wie auch das letzte Mal, obwohl jetzt mittlerweile die Hälfte des Hauses schon dicht ist. Was heißt dicht? Das bedeutet, es ist grundsätzlich die Lattung drauf und da drauf ist auch schon die selbstklebende, diffusionsoffene Bahn verklebt worden. Das ist quasi die Dampfbremse von dem ganzen Spaß. Und es ist auch schon teilweise, wie ihr hier sehen könnt, die Konterlattung angebracht worden. Auf der Hangseite, sage ich jetzt mal, oder auf der Talseite, wir sind jetzt hangseitig, auf der Talseite, da ist alles noch grundsätzlich offen, denn es wurde heute die Wiederkehr fertiggestellt. Und jetzt würde ich sagen, wir verschwenden keine Zeit, wir gehen direkt rein und dann seht ihr mal, was sich seit dem letzten Mal getan hat. Denn das ist brutal, auch für mich. Ich bin jetzt einen halben Tag nicht drinnen gewesen, das ist das erste Mal jetzt. Helm aufsetzen und dann geht's schon weiter. Wie ihr am Anfang gesehen habt, die Sonne da hinten, es dauert nicht mehr lange, dann ist es mittlerweile schon vorbei mit dem Tag. Also der Herbst ist da. Man sieht es auch hier schon an der Landschaft. Da hinten sieht man noch die Sonne ein bisschen. Es ist so schön. Aber wir nutzen die letzten Sonnenstrahlen, das letzte Licht jetzt aus. Eine Sache, die sich heute auch wieder getan hat. Es sind ein paar Leute von der Maurerpartie heute auch wieder da gewesen. Die haben hier mittlerweile ein paar Schalungselemente entfernt. Ihr könnt es sehen, mittlerweile doch alles schon ein bisschen offener. Ohne Geländer natürlich jetzt auch noch alles deutlich freier. Da ist auch hier nochmal das Schalungselement quasi hier dran gewesen, ist mittlerweile auch entfernt worden. Jetzt haben wir wirklich eine reine Betonstiege mit den jeweiligen Podesten. Und wir stehen eben hier beim Eingangspodest. Dann wagt mal einen Blick hier hoch, wenn es nicht zu dunkel ist. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Da könnt ihr mittlerweile schon die Zangen sehen. Da wird nämlich dann die Decke platziert. Und das letzte Mal ist ja ein Kommentar gekommen, der mich wirklich zum Überlegen gebracht hat. Der Kommentar war wie folgt. Das Treppenhaus mit Sichtdachstuhl hätte ich gefeiert. Ich feiere eh Sichtdachstuhl. Würde ich immer im Dachgeschoss lassen. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, das wäre doch irgendwie eine gute Idee, wenn man das hier als Sichtdachstuhl ebenso positionieren möchte. Jetzt hat sich aber etwas Neues ergeben bei der ganzen Geschichte. Ich werde die Decke nicht
in Altholz ausführen, weil ich hier keine halben Sachen machen möchte. Ihr müsst es verstehen, wir haben überall unterschiedliche Höhen vom Raum her. Hier geht es zu einer Spitze hoch, hier ist auch wieder eine Spitze hoch. Wenn wir hier quasi bis zum Anfang der Dachschräge hochgehen würden, also bis hierher, da wo ja die Dachschräge beginnt, dann, und wir ziehen zum Beispiel das Altholz hier hoch, dann möchte ich das natürlich gleichzeitig synchron, symmetrisch haben. Das heißt, würde ich hier rüber gehen, dann müsste ich hier quasi die Altholzgrenze machen. Und ihr könnt es schon sehen, da ist die Eingangstür in die Wohnung. Das würde ein bisschen lächerlich ausschauen, meiner Meinung nach. Man könnte es auch anders aufziehen. Quasi von hier rüber mit dem Altholz und dann hätte man aber dann hier wieder eine kleine Dachschräge, die weiß wäre und dann geht es wieder auf den Sichtdachstuhl über. Und das möchte ich ehrlich gesagt auch wieder nicht machen. Dank dem Jose habe ich aber jetzt einen neuen Input bekommen. Wir haben da gerade ein bisschen gebrainstormt und ich glaube, das ist mal eine gute Idee. Ich schmeiße jetzt mal rein, was ihr dazu sagt. Ich glaube, ich lasse das Stiegenhaus grundsätzlich weiß. Die Fliesen werden grau, aber doch haptische, also mit einer gewissen, also nicht komplett glatt, sagen wir mal so, geledert vielleicht, die Optik. Und dann dazu hier das schwarze schmiedeeiserne Geländer, relativ minimalistisch aber gehalten. Hier mit Wandleuchten jeweils bei den Podesten, unten aber auch hier. Und hier im obersten Bereich werden wir eine Deckenlampe montieren. Denn hier haben wir gute Raumhöhe und das wird hier super schön ins Bild reinpassen. Die wird nicht beim Stiegenauge runterhängen, aber wird zumindest hier diesen Raum, der doch eine deutlich höhere Raumhöhe hat als die anderen, dann den schön beleuchten und ein schönes vertikales Verbindungselement hier für den Raum schaffen. Und die Türen auf der Innenseite, die werden natürlich im Stiegenhaus alle aneinander angepasst. Da möchte ich aber noch nicht so viel verraten, denn da liegt wirklich der Teufel im Detail und das zeige ich euch, wenn es wirklich final ist. Aber Leute, wir gehen rein in die Wohnung. Folgt mir unauffällig. Wir kommen in die Wohnung, vor uns ist die Garderobe und über uns könnt ihr mittlerweile die Zangen sehen. Auch bei euch drinnen im Schlafzimmer. Wir starten genau gleich wie das letzte Mal, dann könnt ihr euch das im Verhältnis anschauen. Ihr seht mittlerweile die eingezogene Decke, also die Zangen, wo dann tatsächlich die Decke seinen Platz finden wird. Richtig schön, der Raum hat einfach jetzt seine Begrenzung und man weiß einfach genau, wo fängt er an, wo hört er auf. Und es ist einfach viel harmonischer im Vergleich zur Raumgröße. Also genau das, was ich mir gedacht habe, ist hier perfekt umgesetzt worden. Und ihr seht hier diese Schaltafel. Von dieser Schaltafel hat man nochmal einen besseren Blick. Ich blende euch mal einen Clip vom Handy ein, den habe ich direkt gemacht, nachdem quasi die Zangen gesetzt worden sind. Und diese Zangen sind natürlich fortgesetzt worden, und zwar hier drüben. Ihr seht es im Flur des Hauses. Da oben wird nämlich der Dachstuhl bzw. der Dachboden seinen Platz finden. Und da hinten ist die Luke dafür. Das heißt, hat man wieder eine großzügige Fläche da oben für Weihnachtsschmuck und solche Sachen. Vor allem hier im obersten Stockwerk eine wunderbare Gelegenheit, die hier genutzt worden ist. Und wieder genau das Gleiche, eine tolle Raumhöhe, aber das wird ästhetisch wirklich eine sehr feine Geschichte werden. Und liebe Leute, schaut's mal rein, Jose, das erste Mal, dass du das da siehst. Ich darf euch den Wohn-Essbereich vorstellen. Hier ist er, die oberste Wohnung, die Dachgeschosswohnung, diese gigantische Wiederkehr. Es ist einfach nur brachial. Mittlerweile alles mit der Plane zugedeckt, wie angesprochen, aber ihr könnt schon die Schalung sehen, die wieder auf die Span platziert worden ist. Ihr seht hier diese gewaltige Raumhöhe, die ja mittlerweile sind es fast 4 Meter hier hoch bis zum First, weil wir einen Fußbodenaufbau noch nicht haben. Und ihr seht auch hier die Situation, das wird alles quasi offen bleiben, außer da oben, da wird nochmal eine Decke eingezogen, also hier auf der rechten Seite von der Pette. Aber ansonsten wird das alles ein Sichtdachstuhl, beziehungsweise dann verkleidet mit Altholz. Also diese Höhe wird die tatsächliche Höhe hier drinnen. Es ist der absolute Wahnsinn. Am besten kommst du jetzt nochmal darüber und schaust mal quasi wirklich zweidimensional hier auf den First hoch von der Wiederkehr. Es ist spektakulär, denn da drüber kommen nochmal 2 Fixelemente dazu.
also fix verschraubte Dreiecke eigentlich sind es dann, die außen natürlich wieder grün-weiß sind und auf der Innenseite auch wieder in Lärchenholz-Optik. Darunter kommt, wie auch in den unteren Wohnungen, zusätzlich diese 4 Meter große Terrassen, Elementgeschichte, sage ich mal, also die Fixelemente links und rechts, die Terrassentür raus. Und das extrem Spannende ist wieder das Thema, wie wirkt denn alles hier? Das ist nämlich wirklich der Wahnsinn. Wir sind hier in der obersten Wohnung der Sonnleiten-Residenz. Man kann streiten, ob es dann die exklusivste sein wird oder eben nicht. Ihr wisst es, es ist grundsätzlich ein Regelgeschoss, das aber durch die ganzen architektonischen Merkmale und durch die Positionen im Haus dann doch wieder sehr viel Charakter bekommt. Aber ihr seht hier raus einen sensationellen Blick auf den Berg. Ihr seht die Spitze von der Esche vorm Haus und ihr seht links und rechts wird das alles gut geschlossen werden. Ihr seht nämlich hier mittlerweile schon die Span mit der Schalung drauf. Da kommt natürlich nochmal das Geländer hin und auch hier wird das natürlich noch geschlossen. Das heißt, links und rechts genießt hier absolute Privatsphäre, wirklich einen Blick, der in eine Richtung gerichtet ist und der ganz klar einfach das zum Vorschein bringt, was hier das Highlight ist. Und das ist natürlich diese sensationelle Aussicht mit der Spitze vom Baum. Man weiß hier wirklich, man ist on the top von diesem ganzen Prachtprojekt, muss ich schon sagen. Ich bin extremst glücklich über die Arbeit, die die Zimmerei von der Brandl Baufirma, auch die Sponsor dieser Baudokumentation, hier gemacht haben. Genauso wie auch die Maurerpartie, unglaublich verlässlich, machen einfach ihre Arbeit auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Da gibt es kein Hin und Her, da ist alles genauso wie geplant auch durchgeführt worden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, was ihr dazu sagt. Ihr habt es gesehen, ich habe euch auch ein paar Aufnahmen eingeblendet. Frisch, nachdem der Dachstuhl aufgestellt worden ist, frisch nachdem hier die Wiederkehr eingezogen worden ist, auch bei Sonnenuntergang, aber ohne Plane. Nochmal spektakulärer natürlich. Aber schreibt es gerne in die Kommentare, wie gesagt, lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter ins Badezimmer und ins Schlafzimmer. Hüpfen einfach mal da drüber. Appa. Wieder durch das Loftelement. Hier oben, vorher angeschnitten, die Dachluke dann in den Dachboden. Hier geht es dann wieder zur Toilette. Die Maurer werden höchstwahrscheinlich nächste Woche schon anrücken und werden die Zwischenwände dann fertigstellen, sobald eben die Zimmerei das Go gibt, dass quasi daran gearbeitet werden kann. Wie gesagt, die einen müssen fertig machen, damit die anderen dann weitergehen können mit der ganzen Geschichte. Das letzte Mal habt ihr es gesehen, da war das alles noch offen. Am besten schaust mal nach oben. Es gibt jetzt doch wieder einiges zu sehen. Die Zangen wie auch drüben sind wieder hier drinnen im Raum. Man kann wieder den Dachboden erkennen und dann auch die tatsächliche Höhe hier oben. Und für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt vielleicht noch nie eingeschaltet haben, folgt mir bitte weiter. Wir gehen jetzt mal das Stiegenhaus runter und zwar in die zweite große Wohnung, wie ihr wisst, die hier oben hat um die 90 Quadratmeter, ein bisschen mehr. Die untere ebenso. Und die ganz unten ist quasi die kleine Wohnung mit einem Schlafzimmer dann wiederum. Aber ungefähr gleich große Gestaltung. Ihr seht es, alles deutlich offener. Da kann man schon ein bisschen einen Scheiß machen da herinnen. Ohne Geländer natürlich komplett wild. Wir kommen hier rein, wieder genau gleich wie auch oben. Ihr seht hier mittlerweile die Decke und zwar genau in der Höhe, wie sie dann auch oben tatsächlich sein wird. Wird dann 2,52 Meter effektive Raumhöhe haben im gesamten Stockwerk, jeweils natürlich. Und hier geht es raus in den Wohn-Ess-Bereich vom ersten Untergeschoss. Alles wirklich schön aufgeräumt. Ein paar Zwischenwände sind hier noch da, also die Ziegel für die Wände zumindest. Und natürlich ein Raumgefühl, das wirklich zum Verweilen einlädt. Vor allem auch hier mit der Aussicht da raus. Es ist nochmal was anderes als oben. Man sieht hier auf die Mitte vom Baum, die Aussicht ist grundsätzlich die gleiche, aber nochmal großzügiger. Man hat hier wirklich einen 180-Grad-Blick vom Krippenstein über die gesamte Gebirgskette hier rüber. Das ist schon spektakulär und man hat keinen einzigen Nachbarn, der entweder von hier oder auch von hier reinschauen kann.
Also absolute Privatsphäre auf dieser Terrasse, das gleiche auch darüber, weil sie natürlich gleich ausgeführt worden sind. 5 Meter mal 2,5 Meter jeweils. Das heißt, keiner kann dem anderen irgendwie von unten reinschauen oder wie auch immer. Totale Privatsphäre. Und dadurch, dass wir haben das vorher kurz, wie die Kamera ausgeschaltet war, kurz besprochen, hier wird ja das Geländer seinen Platz finden. Da werden dann aber jeweils Kopfbänder eingezogen und hier wird es dann quasi eine Rundung ergeben. Die Rundung werden wir oben nicht machen, denn da passiert einfach ziemlich viel. Ihr habt es oben gesehen, da kommt das Satteldach runter, da trifft sich das mit dem Dach, mit der Wiederkehr und wenn dann hier nochmal eine Rundung drinnen wäre, dann ist schon ziemlich viel los und wir wollen es ja nicht überladen, die gesamte Geschichte, und es natürlich wieder einzigartig machen. Das heißt, hier unten haben wir dann eine Rundung, die Kopfbänder links und rechts, die nochmal hinkommen, und so wird das eine Wohnung sein mit einem ganz eigenen Gefühl und einem komplett anderen Ambiente als zum Beispiel die Wohnung darüber. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal einen Stock runter und zwar in die Wohnung im zweiten Untergeschoss. Gleicher Weg, raus hier in den Gang. Wieder zum Treppenhaus, auch hier könnt ihr sehen, die Unterseite der wirklich betonierten Stiege, mittlerweile ohne Schalungselemente. Hier könnt ihr noch die Schalungselemente sehen, die ja oben auch waren, werden alle morgen dann entfernt, denn es gibt eine zweite Baustelle, wo die Maurerpartie gerade arbeitet, in der Hallstatt. Da ist heute dann spontan doch noch mal mehr gefordert worden von den Leuten und dementsprechend sind sie noch mal runter. Jetzt wird es mal kurz dunkel, bitte aufpassen. Ihr habt es ja oben gesehen, da war überall der Eingang in das Schlafzimmer Nummer 2, wenn man es so nennen möchte, Richtung Südosten. Hier ist es zugemauert, heißt wieder anderer Flair. Hier ist dann die Garderobe wieder und wir stehen wieder im Flur, genau gleich wie oben. Es ist nichts kleiner gemacht worden, gleiche Dimensionen, das Loft-Element ebenso genau gleich groß. Hier raus auf die große Terrasse mit den 4 Metern von der Terrassenelement, 5 Meter Terrasse, 2,5 Meter ist sie wieder tief. Und hier wird dann das Wohnzimmer seinen Platz finden, das letzte Mal auch schon angesprochen. Da wird so eine Art Daybed hierher kommen, wirklich großzügig tief. Da kommt der Fernseher hin. Und jetzt wieder im Vergleich zur oberen Wohnung. Was ist hier der Unterschied? Man ist wieder ein bisschen weiter unten, man hat einfach hier die Gartenwohnung trotz einer sensationellen Bergwelt und Aussicht. Ihr könnt hier auch die Unterseite des Baumes sehen, habt dann natürlich hier dann auch eine große Hecke, die hier dann gepflanzt werden wird. Also die werde ich wirklich liebevoll platzieren. Da könnt ihr euch auf mich verlassen, das wird ein richtiges Gartengefühl hier unten. Das gleiche wie auch oben, links und rechts werdet ihr keine Nachbarn sehen, weder hier noch hier. Totales Bergpanorama, das Geländer hier wird wiederum viel auch vom Ort selbst verbergen. Das heißt, man hat eigentlich nur mehr die Bergwelt vor sich. Und wie auch oben wird hier diese Rundung mit den Kopfbändern platziert werden. Hier und auch hier. Hier wird nur ein Kopfband mehr oder weniger hingesetzt. Und das ist der Unterschied hier unten. Und wenn wir schon hier unten sind, ich würde sagen, wir springen hier mal runter und dann zeigen wir euch das Haus mal von der Seite, aber auch von der Seite da drüben. Ihr könnt mittlerweile den Überhang von der Wiederkehr oben sehen. Die letzten beiden Span, wenn man sie so nennen darf, sind schon platziert worden und man kann hier wirklich das Haus, wie es dann tatsächlich wirken wird, schon sehen. Immer mehr zumindest. Das Gerüst verbirgt natürlich alles noch ein bisschen, aber so grundsätzlich kann man sich ein gutes Bild machen davon. Ihr geht jetzt am besten noch weiter zurück. Das letzte Mal ist auch ein Kommentar gekommen, witzig, wie es jetzt durch das Dach drauf ist, jetzt wirklich wie ein Haus wirkt. Und ich bin da ganz deiner Meinung, denn jetzt hat das einfach alles mal einen Hut, mehr oder weniger. Ihr könnt hier auf die Unterseite vom Dachstuhl schauen, also die Schalung, die ihr hier sehen könnt, das ist alles Lärche. Auf der Innenseite des Hauses ist die Schalung wiederum Fichte. Das heißt, nur da, wo natürlich auch die Lärchenoptik dann gewünscht ist, ist sie natürlich dann verwendet worden. Ansonsten ist es Fichte geworden. Ihr seht hier oben dieses, ja, ich habe keine Ahnung, wie man das in der Fachsprache nennt. Könnt es gerne reinschreiben, falls wer weiß. Oben diesen Balken, da drauf kommt nochmal die Schnitzung, genau wie auch vorne bei der großen Wiederkehr, genauso wie auch auf der anderen Seite des Hauses. Und wie auch beim Eingang, also beim Haupteingang des Hauses. Da kommt überall nochmal eine Lärchenplatte hin.
die eine Schnitzung, ein selbst und maßgefertigt ausgewähltes Symbol und Muster drinnen hat, die natürlich Elemente des Logos der Sonnleiten-Residenz beinhalten wird. Wie schaut das aus? Ich habe es ja schon mal erwähnt, aber ich blende es euch nochmal ein. Das ist das Logo der Sonnleiten-Residenz generell und das ist das Icon der Sonnleiten-Residenz. Diese schöne Blume, die auch in diesen ganzen Schnitzungen seinen Platz finden wird, wie auch in den Hängebrettern, wie ihr ja das letzte Mal gesehen habt. Und für die, die jetzt ganz offen, mit ganz offenen Augen, sage ich mal, durch die Welt laufen, dann habt ihr das da oben gesehen. Ich darf euch vorstellen, wir haben einen montierten und angeschlossenen Stromkasten hier draußen. Die Energie AG war schon da, hat mittlerweile hier an das bei der Aufschließung quasi reingelegte Stromkabel angeschlossen. Bedeutet, wir können dann mehr oder weniger, sobald der Kran dann auch nicht mehr da ist, umsteigen hier auf den hauseigenen Strom, denn die Leerversorgung ist ja da. Das heißt, muss der Elektriker nur mehr den Kasten anschließen. Ich denke, es ist die rechte Leerversorgung. Da kommt das dann rein und dann haben wir Strom im Haus. Aber wir haben schon noch ein paar Themen, die jetzt unerwartet gekommen sind. Zum Beispiel ein Zusammenschluss von dem Kasten mit einer Leitung, die vom Elternhaus rüberkommt. Da kann ich euch leider auch noch nichts einblenden. Da kann es sein, dass wir nochmal aufgraben müssen. Ist unerwartet gekommen. Wir haben nicht gewusst, dass das passieren wird in der Hinsicht. Das heißt, hat uns ein bisschen, wie soll ich sagen, oder mich echt überrascht. Schauen wir mal, wie es dann wirklich gelöst wird und wie viel Aufwand das alles dann sein wird. Aber Leute, es wird alles gut, wie mein polierter Mane immer gesagt hat. Alles wird gut. Am Ende des Tages ist es wirklich so, man braucht sich nicht über so Kleinigkeiten Gedanken machen oder Gedanken schon, aber man sollte sich keine Kopfschmerzen, unnötige Kopfschmerzen bereiten. Denn am Ende des Tages, es wird schon alles werden. Wenn das Problem da ist, dann hat man Spezialisten an der Hand und Leute, die wirklich Wissen haben darüber. Und dann wird das schon am Ende des Tages. Jetzt würde ich sagen, wir machen noch einen kleinen Schnipser und gehen auf die Südostseite des Hauses. Und das ist der jetzige Blick auf das Haus, der jetzige Stand der Dinge. Also ich bin echt immer noch, es ist noch ganz frisch natürlich der ganze Dachstuhl, immer wieder sprachlos, vor allem wenn man dann hier hochfährt, das erste Mal so diesen Bunker mit einem Dach drauf dann sieht, ist wirklich spektakulär. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Natürlich, wie gesagt, es ist noch lange nicht fertig, braucht immer noch viel Fantasie bzw. Erklärung, um sich das alles noch besser vorzustellen. Aber das wird immer mehr und noch viel mehr wird das nächste Mal passiert sein. Und zwar nächsten Sonntag wieder zum nächsten Baustellen-Update. Bis dahin, liebe Leute, macht es gut, lasst uns gern einen Like da aufs Video, wenn es euch gefallen hat. Auch gern einen Kommentar. Wir freuen uns immer wieder drüber und macht es gut. Schönes Wochenende.